Unser neuer Reisetag in Taiwan beginnt zunächst mit der Rückfahrt durch das Flusstal des Xinjiang und setzt sich an der südlichen Stadtgrenze von Taipeh überaus attraktiv durch das Bergland im Norden des sogenannten Sees der 1000 Inseln fort, wo wir einen ersten Zwischenstopp einlegen. Nach überaus kurzweiliger Fahrt haben wir nun das Bergland westlich der Stadt Pinglin erreicht, das vor allem für seine hochgelegenen Teeplantagen weltberühmt ist. Die hochwertigen Spezialtees werden oft auf kleinen, traditionsreichen Familienbetrieben angebaut, die uns schon allein aufgrund ihrer ansprechenden gärtnerischen Gestaltung zu einem kleinen Rundgang verleiten. Danach geht es wieder talwärts weiter und schon bald erhaschen wir einen ersten Blick auf den Thousand Island Lake mit seinem smaragdgrünen Wasser. Seinen Namen verdankt der malerische Stausee seinen zahlreichen bewaldeten Inseln. Durch eine weitere Talfahrt nähern wir uns nun zunehmend der Ebene der Seeoberfläche. Ein kleiner Spaziergang beschert uns wundervolle Einblicke. Danach setzt sich unsere Fahrt entlang der bewaldeten Bergrücken in östlicher Richtung fort und wenig später erreichen wir mit Pinglin den zentralen Ort des Teeanbaus. Hier reizt uns vor allem ein naturnaher Spaziergang entlang des Flusses Beishi. In dem charmanten kleinen Ort Pinglin stellen wir unser Fahrzeug ab und überqueren zunächst die Fußgängerhängebrücke über den Fluss Beishi, dessen Anstauung weiter westlich den soeben besuchten Thousand Island Lake gebildet hat. Der Rest des Tages ist nun für die durch mehrere längere Tunnel führende Fahrt entlang der bergigen Ostküste in Richtung Süden vorgesehen. Am späteren Nachmittag erreichen wir schließlich den Ort Chiulin mit unserem direkt am Eingang der berühmten Taroko-Schlucht gelegenen Hotel. Zahlreiche Brückenbauten und das Bergland durchschneidende Tunnel erlauben schnelles Vorankommen. Nach einer angemessenen Ruhepause in unserem ansprechenden Hotelzimmer lassen wir den Tag mit einem geschmackvollen asiatischen Abendessen ausklingen. Nur ein Jahr vor unserer Ankunft wurde die Region rund um Hualien von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 getroffen. Große Teile der Infrastruktur des Touristenmagneten Taroko-Schlucht wurden dabei zerstört. Dank intensiver Wiederherstellungsarbeiten gibt es jedoch mittlerweile kurzzeitige Öffnungen für die Einfahrt, sodass zumindest einer partiellen Besichtigung der Natursehenswürdigkeit nichts im Wege steht. Schon die Anfahrt zu der sich nähernden Engstelle in der Berglandschaft weckt berechtigte Vorfreude. Obwohl die Straßen und Tunnels inzwischen wiederhergestellt sind, ist der Einlass in die Schlucht wegen noch nötiger Sicherungsarbeiten während unseres Aufenthalts auf kurze Zeitfenster beschränkt. Unmittelbar nach unserer Durchfahrt kurz vor 8 Uhr morgens schließen sich die Pforten wieder und wir genießen ein Privileg, das bisher wohl nur wenigen Taiwan-Touristen zuteil wurde. Wir haben die Schlucht quasi für uns ganz allein. Zwar ist das vorher glasklare Wasser des Flusses Liwu noch mit Sedimenten und Felsbrocken gefüllt und Wanderwege sind noch nicht wieder begehbar,
Doch wird diese Einschränkung durch die menschenleere Straße und freie Parkmöglichkeiten an jeder beliebigen Stelle mehr als ausgeglichen. Somit gestaltet sich unser ursprünglich als Wandertag vorgesehener Aufenthalt in der Taroko-Schlucht auch von der Straße aus überaus reizvoll. Nach ca. 18 Kilometern haben wir den Umkehrpunkt erreicht, an dem die Straße die Schlucht verlässt. Durch Überquerung einer intakten Hängebrücke bietet sich hier die einzige Möglichkeit zu einem kleinen Abstecher von der Straße. Durch ein traditionelles Eingangstor erreicht man den Treppenaufstieg zu dem wunderschön im Hinterland gelegenen buddhistischen Xiangde-Tempel. Blaue Himmel. Danach steigen wir wieder hinab zu unserem einsam am Straßenrand geparkten Fahrzeug und genießen die sensationelle Rückfahrt durch die inzwischen voll im Sonnenlicht stehende, völlig menschenleere Schlucht, ein Höhepunkt unseres gesamten Taiwan-Aufenthalts. Schließlich geht es wieder zurück zum Hotel und wir blicken nochmals auf das eindrucksvolle Bergpanorama im Osten Taiwans.